Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch das zweite Tiny River Modell vorstellen und euch zeigen, wie ihr damit ohne großen Aufwand ein schickes Tropenterrarium inklusive Bachlauf gestalten könnt. Als Wasserreservoir haben wir hier eine Bodenwanne drunter, eine kleine regulierbare Pumpe mit 2 Filtern kann man es auch mit dabei, die einfach am Auslass anschließen und die Pumpe hier unten in der Bodenwanne so positionieren, dass ihr von vorne durch diese Öffnung hier gut rankommt, wenn die Pumpe mal gewartet oder gereinigt werden muss. Darauf kommt der Bachlauf, hier oben kommt das Wasser raus, plätschert hier runter in diesen Bereich und hier habt ihr die Wahl, ob ihr diesen flachen Einsatz hier nutzen möchtet. Wenn man den installiert, entsteht hier nur eine kleine flache Wasserfläche, eine kleine Pfütze. Ist also ideal für Arten, die zwar eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber keine tiefen Wasserstellen benötigen, zum Beispiel Pfeilgefrösche, Dendrobaten. Oder ihr nehmt diesen tieferen Einsatz hier und schafft an dieser Stelle dann eine Bademöglichkeit für euer Tier. Also ideal für Froscharten, die gerne in tieferem Wasser sitzen, aber auch für manche Reptilienarten interessant. Das Stromkabel kann man einfach an einer der Seiten verlegen. Dabei entsteht durch die Kabeldicke natürlich ein kleiner Spalt. Den könnt ihr entweder mit Moos abdichten, diesen kleinen Spalt. Ihr könnt das Material aber auch wirklich sehr gut bearbeiten. Das heißt, mit einer Schere oder einem Cuttermesser könnt ihr hier, wenn ihr möchtet, auch eine kleine Kabeldurchführung herstellen, um so diesen Spalt zu vermeiden. Außerdem haben wir hier noch 2 Vertiefungen im Tiny River. Die sind als Pflanzschalen gedacht, also könnt ihr lebende Pflanzen mit etwas Substrat hier einbringen. Ihr könnt das Ganze aber auch einfach mit Laub oder einer Wurzel oder ähnlichem abdecken, um so eine Versteckmöglichkeit, eine Rückzugsmöglichkeit oder auch eine Laichhöhle für eure Frösche herzustellen. So, 2 Terrarien möchte ich damit einrichten. Zum einen unser Starterkit 80 cm. Da werden wir auch noch reichlich Platz für Terrarienerde haben. Darüber gebe ich ein paar Moose und Laub, um eine richtig schöne Bodenschicht zu haben. Damit diese Bodenschicht nicht zu nass wird, mache ich da noch eine Drainageschicht aus Blähton und Vlies darunter. Als zweites Terrarium richte ich dann noch ein 45 x 45 x 60 Terrarium ein, in das dann später kleine Moosfrösche einziehen werden. Die baden sehr gerne und das wollen wir euch an der Stelle auch noch zeigen. Beim Einrichten selbst könnt ihr natürlich auf viele Materialien zurückgreifen. Wer sich für die ein oder andere hier verwendete Komponente interessiert, in der Videobeschreibung sind die Materialien aufgeführt. Okay, los geht's, würde ich sagen. Wir sehen uns gleich. So schnell können 2 Terrarien eingerichtet sein. Wasserläuftechnik ist angeschlossen. Hier ziehen bald ein paar Moosfrösche ein und hier ein paar Baumsteiger. Die müssen sich noch etwas gedulden, denn ein Terrarium sollte immer noch 2-3 Tage einlaufen, einfach damit sich das Terrarienklima gut einpendeln kann. Aber keine Sorge, ich packe euch ein paar Aufnahmen der Tiere in ihrem neuen Zuhause in den Abspann rein. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald!